Viele Menschen werden niemals finanzielle Freiheit erreichen, nicht wegen Faulheit oder mangelnder Intelligenz, sondern weil das System genauso entworfen wurde. Es hält die Menschen ständig beschäftigt, verwirrt und gerade komfortabel genug, um nicht zu rebellieren. Und wenn die meisten erkennen, dass das Spiel manipuliert ist, ist es bereits zu spät, um zu gewinnen. Denn die Regeln wurden ihnen von Anfang an nie beigebracht. Das ist die Wahrheit, über die niemand spricht. Man sagt dir, du sollst ein Budget erstellen, hart arbeiten, ein Haus kaufen und in Aktien investieren. Man erzählt dir, finanzielle Freiheit sei allein eine Frage der Disziplin. Aber seien wir ehrlich, Disziplin allein reicht nicht aus. Wäre das der Fall, würde jede Krankenschwester, jeder Lehrer oder Fabrikarbeiter, der sein ganzes Leben lang spart, einen wohlhabenden Ruhestand genießen. Doch so ist es nicht. Und der Grund dafür ist nicht mangelnde individuelle Anstrengung, sondern das Design des Systems selbst. Finanzielle Freiheit beschränkt sich nicht nur auf Geld, im Kern geht es um Kontrolle. Um die Fähigkeit, die eigene Zeit zu steuern, Entscheidungen zu treffen und Sicherheit zu schaffen. Um den Mut, sich von einem Chef, einer Rechnung oder einer Krise nicht beherrschen zu lassen. Doch diese Art von Freiheit wird dir nicht gegeben, sie muss von dir aufgebaut werden. Und um sie aufzubauen, musst du verstehen, was Menschen wirklich zurückhält. Beginnen wir mit der Geschichte. Über den größten Teil der Menschheitsgeschichte wurde Reichtum durch Land definiert. Land bedeutete Nahrungsproduktion und Nahrung bedeutete Macht. Im mittelalterlichen Europa arbeiteten etwa 90% der Bevölkerung auf dem Land anderer Menschen. Man nannte sie Leibeigene, doch in Wahrheit waren sie nichts anderes als Arbeitskräfte, gefangen in Schulden, Miete und der Angst vor Hunger. Kommt dir das bekannt vor? Springen wir zur industriellen Revolution. Die Menschen waren nun nicht mehr an Land gebunden, sondern an Löhne. Felder wurden durch Fabriken ersetzt, doch die Struktur blieb dieselbe. Lange Arbeitszeiten, gerade genug verdienen, um zu überleben, und abhängig bleiben. Im 20. Jahrhundert entstand ein neues Konzept: die Mittelschicht. Sie verdiente genug, um ein Haus zu besitzen, eine Familie zu gründen und vielleicht den Ruhestand zu genießen. Doch echte Freiheit blieb selten. Denn das gesamte System, von Bildung über Arbeitswelt bis hin zu Konsumkultur und Alltagsgewohnheiten, war darauf ausgerichtet, Menschen zum Verdienen und Ausgeben zu programmieren. Im 21. Jahrhundert explodierte die Produktivität, die Technologie machte rasante Fortschritte. Doch für viele stagnierten die Reallöhne. Die Mittelschicht schrumpfte, während die Lebenshaltungskosten, Wohnen, Gesundheit und Bildung in die Höhe schossen. Schulden wurden vom Ausnahmefall zum Normalzustand. Studienkredite, Kreditkartenschulden, Auto- und Immobilienkredite, medizinische Schulden. Heute trägt ein durchschnittlicher deutscher Haushalt Schulden von über 80.000 Euro. Und das ist nur der Durchschnitt. Stell dir folgende Frage: Wenn die meisten Menschen ständig Schulden abbezahlen, wer gewinnt dann wirklich? Und dann kommt noch die Inflation hinzu, der stille Dieb. $1 von heute hat nicht einmal die halbe Kaufkraft eines Dollars vor 20 Jahren. Und was sind die angeblichen Lösungen? Mehr Geld drucken, die Zinsen senken, die Wirtschaft ankurbeln. Doch jedes Mal sehen wir dasselbe Ergebnis: Vermögenspreise steigen. Aktien, Immobilien, Rohstoffe verteuern sich. Die Reichen, die Vermögenswerte besitzen, werden reicher, während diejenigen ohne Besitz immer weiter zurückfallen. Das ist kein Fehler. Genauso funktioniert das System. Ein Finanzsystem, das auf Schulden basiert, von Inflation genährt wird und durch Verwirrung am Leben bleibt. Das Bitterste daran ist, es bringt dich dazu, dir selbst die Schuld zu geben. Du sparst nicht genug? Dein Problem. Du kannst dir kein Haus leisten? Du strengst dich nicht genug an. Du lebst von Gehalt zu Gehalt? Du musst besser budgetieren. Das System selbst wird nie hinterfragt. Stattdessen verkauft man dir eine weitere App, einen weiteren Kurs, ein weiteres Produkt und hält dich dabei im selben Kreislauf gefangen. Hier beginnt die Wahrheit spürbar zu werden, schmerzhaft, aber aufschlussreich. Die meisten Menschen werden niemals finanzielle Freiheit erreichen, weil sie mehr erfordert als nur Einkommen. Sie erfordert Hebelwirkung. Doch die meisten haben keinen Zugang dazu. Sie verbringen ihr Leben damit, für Geld zu arbeiten und ihre Zeit gegen Lohn zu tauschen. Echte Vermögensbildung funktioniert jedoch genau umgekehrt. Geld arbeitet für dich, Vermögenswerte erzeugen Einkommen, und deine Zeit gehört dir. Der Übergang von Arbeitseinkommen zu einkommensschaffenden Hebeln ist der Punkt, an dem echte Freiheit beginnt. Leider wird das den meisten Menschen nie beigebracht. Viele Menschen stecken in einem Lebensstil fest, der wie Fortschritt aussieht, in Wahrheit aber nur ein endloser Kreislauf ist. Einen Job finden, Kredite aufnehmen, auf Pump konsumieren, den Lebensstandard erhöhen, Beförderungen hinterherjagen, Steuern zahlen und vielleicht eines Tages in Rente gehen.
Doch es geht nicht nur um Schulden, sondern um die Abhängigkeiten, die sie mit sich bringen. Wenn du zum Überleben auf dein Gehalt angewiesen bist, kannst du kein Risiko eingehen. Wenn dein gesamtes Leben finanziert ist, verlierst du die Freiheit, Nein zu sagen. Wenn deine Identität über Besitz definiert wird, fühlst du dich gezwungen, dein ganzes Leben für ein Image zu arbeiten, von dem man dir eingeredet hat, dass du es brauchst. Schauen wir nun auf die wirklich finanziell freie Oberschicht. Sie spielt nach einem anderen Regelbuch. Sie tauscht keine Zeit gegen Geld. Sie besitzt, delegiert und nutzt die Kraft des Zinseszinses. Sie kennt sich mit Steuern, rechtlichen Schlupflöchern, Stiftungen und Holdingstrukturen aus. Sie denkt nicht in monatlichen Gehaltszyklen, sondern in Zeiträumen von 10 oder 20 Jahren. Und das Wichtigste, sie hält das System bewusst komplex und undurchsichtig, damit du ihre Denkweise und Strukturen nicht lernst. In der Schule lernst du nicht, was finanzieller Hebel ist oder wie er funktioniert. Man erklärt dir nicht, wie Inflation Vermögen von der breiten Masse zu den Eliten umverteilt. Man lehrt dich nicht, dass passives Einkommen kein Mythos ist, sondern ein zentrales Werkzeug, mit dem Reiche ihren Reichtum sichern. Stattdessen bekommst du Hustle-Kultur, protzige Lifestyle-Bilder und einen falschen Glauben an reine Leistungsgerechtigkeit. Du sollst mehr arbeiten, länger durchhalten und ständig hinterherlaufen. Das wird dir als sinnvolle Reise verkauft, hält dich aber in Wahrheit auf einem endlosen Laufband. Und wenn du erschöpft bist, dann verkauft man dir Therapie, teuren Kaffee oder einen Kurzurlaub, aber niemals die Wahrheit. Die Wahrheit ist, finanzielle Freiheit ist ein Akt des Widerstands. Sie bedeutet, Abhängigkeit abzulehnen und sich zu weigern, deine Lebensenergie für den Traum eines anderen zu opfern. Doch gegen etwas, das du nicht verstehst, kannst du nicht rebellieren. Deshalb ist finanzielle Bildung kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Alles beginnt mit unbequemen Fragen. Weißt du genau, wohin dein Geld jeden Monat fließt? Wie viel deines Einkommens ist vollständig an deine Arbeitszeit gebunden? Und wie kannst du das ändern? Welche Fähigkeiten kannst du entwickeln, die langfristig an Wert gewinnen? Welche Vermögenswerte kannst du aufbauen oder erwerben, die dir kontinuierlich Einkommen verschaffen? Und ebenso wichtig, was kannst du aus deinem Leben entfernen? Welche Ausgaben, Gewohnheiten, Komfortzonen oder Abhängigkeiten von der Anerkennung anderer begrenzen dich? Denn wahrer Reichtum misst sich nicht nur daran, wie viel du hast, sondern auch daran, wie wenig du brauchst. Nicht aus ästhetischem Minimalismus, sondern aus strategischen Gründen. Jede eingesparte Ausgabe ist kein verlorener Genuss, sondern ein Samen für die Zukunft. Hier kommt die Denkweise ins Spiel. Der Durchschnittsmensch reagiert auf Geld, während finanziell freie Menschen Strukturen um Geld herum aufbauen. Sie schaffen Puffer, um Risiken zu minimieren, und antizipieren Schwankungen. Sie unterscheiden klar zwischen Preis und Wert, zwischen Dringlichkeit und Wichtigkeit. Anstatt dem Markt hinterherzulaufen, positionieren sie sich so, dass sie ihm standhalten können. Das ist keine Theorie, sondern eine historisch belegte Tatsache. Familien, die ihren Reichtum über Generationen bewahrt haben, taten dies nicht durch Aktientiming, sondern durch Besitz von Land, Unternehmen und geistigem Eigentum. Sie gaben Wissen, rechtliche Strukturen und strategische Positionierung weiter. Es war nicht nur Vermögen, sondern eine in Systeme eingebettete Denkweise. Der Rest der Gesellschaft wurde darauf programmiert, Konsument zu sein. Verdienen, ausgeben, wiederholen. Dankbar sein für den Job. Sich schämen, wenn man keinen hat. Kredite für Bildung, Transport und Wohnen aufnehmen. Aber niemals fragen, wer davon profitiert. Niemals hinterfragen, wie Geld geschaffen wird. Niemals darüber nachdenken, warum mehr Arbeit nicht automatisch zu mehr Freiheit führt. Doch jetzt beginnst du, Fragen zu stellen. Und genau hier entsteht der erste Riss in der Illusion. Was ist also der praktische Weg? Er ist nicht glamourös, er geht nicht viral, er macht dich nicht über Nacht reich. Aber er ist real. Erstens, reduziere Verwundbarkeiten. Entferne Verpflichtungen, die dich zu permanenten Reaktionen zwingen. Das kann bedeuten, dein Leben zu vereinfachen, ein Auto zu verkaufen oder in eine günstigere Wohnung zu ziehen. Jede gewonnene Flexibilität ist zurückgewonnene Macht. Zweitens, baue Vermögenswerte auf. Konzentriere dich nicht nur auf Investments, schaffe Assets. Entwickle marktfähige Fähigkeiten, baue Unternehmen auf, die mit der Zeit wachsen. Investiere in Einkommensquellen, die auch dann arbeiten, wenn du schläfst. Selbst ein gut aufgebautes Netzwerk ist ein Vermögenswert. Denke immer langfristig und nutze die Kraft des Zinseszinses. Drittens, schütze deinen Geist. Lass dich nicht von Nachrichten, Werbung, Hype und Angst vereinnahmen. Studiere Geschichte, verstehe, wie Systeme funktionieren und wie Anreize menschliches Verhalten formen. Je ruhiger und neugieriger du bleibst, desto schwerer wird es für das System, dich zu steuern.
Viertens, teile Wissen. Wahre Macht wird nicht gehortet, sondern verbreitet. Je mehr Menschen verstehen, wie das Spiel funktioniert, desto eher verändert sich das Spiel selbst. Die Wahrheit ist, die meisten Menschen werden niemals finanzielle Freiheit erreichen. Nicht, weil sie es nicht könnten, sondern weil sie nie gelernt haben, wie es geht. Man gab ihnen ein Drehbuch, erklärte es zum Gesetz des Lebens und bestrafte sie, wenn sie davon abwichen. Doch du musst diesem Drehbuch nicht folgen. Du hast die Macht, ein neues zu schreiben. Alles beginnt mit Klarheit, danach kommt Kontrolle und schließlich Freiheit, keine eingebildete, sondern echte Freiheit. Die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie du deine Tage verbringst. Die Freiheit, von unerwarteten Ereignissen nicht aus der Bahn geworfen zu werden. Die Freiheit, Geld als Werkzeug zu nutzen und nicht als Herrscher. Es ist schwer, aber nicht unmöglich. Und genau hier beginnen wir. Wenn dir das eine neue Perspektive eröffnet hat, abonniere den Kanal. Die Geschichte trägt Antworten in sich, und ich werde dir zeigen, wo du anfangen kannst.